Wenn du wissen willst, wie dieses Übungsgerät hergestellt wird, dann bist du in diesem Video richtig. Hallo, mein Name ist Christian Hausecker, ich bin Skihang der Takeda-Ryo Nakamura-ha und deutschsprachiger Repräsentant der Irish Stickfighting Schule Keegan-Butta. Hier in diesem Video möchte ich dir zeigen, wie wir unser eigenes Equipment herstellen, um das gesamte Training ohne Verletzungen zu überstehen. Welche Kampfkünste betreibe ich überhaupt, dass ich mich hier herstelle und über so etwas spreche? Ich betreibe seit 1988 die Takeda-Ryo Nakamura-ha. Die Takeda-Ryo ist einer der ältesten Schulen für japanische Kampfkünste. Ihre Entstehung kommt bereits aus dem 12. Jahrhundert. 1956 starb leider der letzte Soke der Takeda-Ryo und der Nachfolger musste aus erbrechtlichen Gründen seine eigene Schule eröffnen. Die Nachfolgerschule heißt Takeda-Ryo Nakamura-ha. Diese Schule hat aber alle Techniken übernommen und auch die Pädagogik und die Methodik der Schule genau nachvollzogen. Die Takeda-Ryo ist eine Sobudo-Schule, das heißt eine allumfassende Schule, und der Stockkampf wird dort nicht nur mit einer Länge des Stockes betrieben, sondern mit unterschiedlichen Längen. Zusätzlich betreibe ich Irish Stickfighting im Keegan-Butta-Style von Olam Simon Keegan. Diese Schule reicht weit in die irische Geschichte zurück und ist sehr praxisorientiert. Da benötigen wir genauso verschiedenes Equipment. Welches Equipment benötigen wir denn aber nun? Da wir in der Takeda-Ryo mit mehreren Waffenlängen trainieren, benötigen wir hier zum Beispiel eines der ältesten Stöcke von mir, ist ein 1 Meter langer Buche- oder Esche-Stab. Der wiegt ca. 350 bis 400 Gramm. Zusätzlich haben wir auch in der Takeda-Ryo die Shugi. Die sind ca. 30 cm lang, oval, wie du es hier sehen kannst, und diese werden für Shugi-Jitsu verwendet. Diese werden beidhändig oder mit beiden Händen benutzt, einer links, einer rechts. Zusätzlich gibt es natürlich auch einen Fukuro-Cho. Das ist ein Bambus, der gespalten wird, mit Stoff überzogen wird. Früher wurde eine Strohfüllung hineingegeben, heute verwenden wir Schaumstoff. Beide Enden sind damit, ohne dass wir Schmerzen haben, können wir dieses wunderbare Equipment benutzen. In einem unserer späteren Videos wirst du auch die Herstellung von einem Fukuro-Cho oder von unserem Fukuro-Shinai, das Bambusschwert, sehen. Zusätzlich haben wir auch den 1,80 Meter langen Stab. Den benutzen wir auch als Lanze oder als Übungsstock für längere Reichweite. Mein Lieblingsequipment ist natürlich das irische Shillelagh. Der irische Stock, der Spazierstock, ist ca. 1 Meter lang. Dieser hier ist aus Haselnuss und hat hier die Wurzel, dass man wie mit einem Kriegshammer hinschlagen kann. Mit dem üben wir sehr oft einzelne Katas. Warum einzelne Katas? Er ist zu schade. So ein Shillelagh wird handgemacht und kostet um die 200 bis 400 Euro. Wenn wir jetzt Partnerübungen machen würden, würde der sehr schnell beschädigt werden und kaputt werden. Dafür ist er mir zu schade. Deswegen haben wir in unserer Schule übernommen von Takeda-Ryo einen Stock übernommen und verwendet, der so ausschaut wie dieser hier. Das ist mein Übungs-Shillelagh oder mein Übungs-Cho. Dieser Übungsstock oder Holzstock besteht aus Rattan. Warum Rattan, wirst du mich jetzt fragen. Rattan wächst aus der Rotangpalme und ihre Schalen und ihre Hülle rundherum gibt der Wurzel oder der Liane die Möglichkeit, bis zu 200 Meter lang zu wachsen. Wenn man, so wie ich hier, wir verwenden für die Herstellung von dem nur 1A Qualität, das bedeutet, sie ist ohne Schale und ist fast gerade. Der Durchmesser dieses Rattanstücks ist ca. zwischen 2 und 2,5 cm. Wie du für dich die Länge und die Dicke des Rattanstabs genau definieren kannst, zeige ich dir später bei der Herstellung, wenn wir diesen Stock herstellen. Rattan ist ein sehr leichtes Material. Dieser 1 Meter lange Rattanstab hat nur um die 200 bis 250 Gramm. Das hat natürlich einen wesentlichen Vorteil. Unter anderem,
Wenn der Rathansstock brechen würde, würde er so wie bei Esche oder Eiche nicht splittern, sondern es würde nur in Fasern sich aufsplittern. Das ist natürlich für die Partnersicherheit ein sehr wichtiger Aspekt. Zusätzlich, wie ich schon besprochen habe, ist der Rathansstock sehr leicht. Das bedeutet, du übst mit einem sehr leichten Equipment. Das bedeutet, dass deine Augen, deine Reaktionen sehr schnell sind. Wenn du dann im Ernstfall einmal mit einem schwereren Stock spazieren gehst, wie zum Beispiel den ganz normalen Holzstock, der schon 400 bis 500 Gramm hat, bewegst du die gleiche Geschwindigkeit, jedoch dein Auge ist viel mehr trainiert auf schnellere Bewegungen und damit kommt es dir in einem Ernstfall oder wenn du mit schwererem Equipment trainierst mit deinem Partner, viel leichter vor und viel langsamer. Dein Auge ist trainiert auf schnellere Bewegungen, da du mit einem leichteren Equipment trainierst. Fazit: Rathan ist ein sehr günstiges und leichtes Übungsgerät, das auch für die Partnersicherheit ganz, ganz wichtig ist. Wie stellen wir nun so einen Rathanstock überhaupt her? Dafür brauchen wir ein bisschen Platz. Um einen 1 Meter langen Rathanstock in einer durchgehenden guten Qualität zu bekommen, bestelle ich immer bei meinem Lieferanten mehrere Stöcke und suche mir dann die besten aus. Hier habe ich zum Beispiel schon einen 1,60 Meter langen Stab, wo wir das beste Stück, das ist dieser Teil hier, ist ja ganz leicht gekrümmt, mit 1 Meter Länge herausschneiden. Warum 1 Meter Länge? Ganz einfach. Es gibt eine goldene Regel, indem dass du beide Fäuste zusammengibst, du misst dann vom linken Ellbogen bis zum rechten Ellbogen, gibst dann ca. 10 cm links und rechts dazu. In meinem Fall ist das genau ca. 1 Meter. Wenn du sehr lange Beine hast, gibst du etwas mehr dazu, 15 cm. Wenn du sehr kurze Beine hast, gibst du nur 5 cm dazu. So kannst du individuell für dich die richtige Länge eruieren. Zusätzlich soll der Rathansstock, deine Finger sollen, ohne dass du dich anstrengst, bequem deinen Handballen erreichen. Wäre er so, wäre der Rathansstock für dich zu dick. Würdest du komplett übergreifen, wäre der Rathansstock für dich zu eng und du müsstest eine dickere Länge nehmen. Nun, wie stellen wir das her? Zuerst kürzen wir den Rathansstock einmal auf 1 Meter. Dazu spanne ich den hier in den Schraubstock ein. Messe jetzt den 1 Meter hier bequem ab. Es muss nicht ganz genau Millimeter sein. Wir üben mit so vielen unterschiedlichen Längen, dass auf 1 mm oder 5 mm nicht drauf ankommt. Dann nimmst du eine Handsäge oder auch eine Stichsäge und schneidest hier bequem den Rathansstock ab. So, du siehst hier schon, wie vorher, er bricht nicht, sondern er fasert nur. Das ist ein ganz tolles Material. Nun haben wir hier den 1 Meter langen Stock, jedoch sind natürlich die Kanten vorne noch sehr rau und gefährlich beim Üben. Das wollen wir natürlich nicht. Dafür gehe ich jetzt kurz in meine Werkstätte und werde den auf der Bandschleifmaschine schön abschleifen. Mit einem feineren Schmirgelpapier. Nun bin ich schon wieder zurück und du siehst hier, dass die Kanten hier oben an beiden Enden schön abgeschliffen sind.
Jetzt gehe ich mit einem K60 Schleifpapier noch drüber und mache den gesamten Bereich ganz glatt. Das kannst du so lange machen, wie du natürlich willst. Jetzt ist die Oberfläche schön glatt. Die Erfahrung hat gezeigt, dass es für mich und meine Schüler angenehmer ist, wenn wir ein Griffband haben und wenn der Rathansstock nicht roh ist, sondern eingeölt wird. Um jedoch keine Probleme damit zu erzeugen, haben wir Alleinöl genommen, das auch sehr gut riecht und die Poren verschließt. Die Erfahrung zeigt, wir wickeln, bevor wir einölen, den Rathansstock, dass das Klebeband, das ist ein Griffband für Tennisschläger oder für Hanteln oder so weiter. Ich verlinke dir übrigens das ganze Material natürlich unten in der Videobeschreibung, dass du siehst, mit welchem Material wir hier arbeiten. Wir wickeln jetzt das Griffband, da wir den Griff so haben möchten im Irish Stick Fighting, dass das Stockende hier bis zum Ellbogen geht. Damit werden wir hier mit dem Griffbandwickeln beginnen. Wir setzen das gerade auf. Ich gehe immer einmal eine Runde und dann gehe ich schief, gleichbleibend. Schön rüber. Kurze Kontrolle. Ja, fast schon perfekt. Ein bisschen länger brauchen wir es noch. Wenn wir diesen Stock dann nicht für Irish Stick Fighting, sondern für Jodo verwenden, wo wir mit beiden Händen hantieren, ist das für mich überhaupt kein Problem, weil dieser Stock ist für mich ein Universalwerkzeug, wo ich trotzdem auch mit beiden Händen greifen kann. Es ist für mich nur immer wieder die Erinnerung, dass ich bei Irish Stick Fighting den Stock hier nehme und so auch agiere. Nun schneiden wir hier das Ende ab und fixieren das noch. Jetzt haben wir schon eine schöne Fixierung und ein schönes Griffband. Dass nun der hellere Bereich des Stockes auch langlebig ist, werden wir es jetzt mit Leinöl einölen. Dazu nehme ich eine ganz normale Papierrolle. Warum eine Papierrolle? Leinöl darf man nicht mit Stoff verwenden und dann den zusammenknuddeln und irgendwo hinlegen. So entzündet er sich. Ich nehme die Papierrolle, da ich den dann mit meinem offenen Kamin heize. Ich mache 1-2 Schichten mit Leinöl. So. Spare nicht von dem Öl, das ist eine ganz wichtige Sache, dass er schön bleibt. Wenn du viel mit ihm trainierst und auch schwitzt, ist das Leinöl sicherlich perfekt, dass du eine große Freude mit deinem Stock haben wirst. Nun hast du schon gesehen, ich werde ihn dann später noch einmal einölen, dass er wirklich voll getränkt ist mit dem Öl und dass er auch sehr gut riecht. Mit diesem Übungsstock mache ich prinzipiell meine Irish Stick Fighting Übungen oder auch natürlich unsere Jiu-Jitsu Übungen, weil ich kann ja diesen Stock auch mit beiden Händen halten oder auch natürlich so. Das Wesentliche ist, dass es schön abgerundet ist im oberen Bereich und natürlich auch im unteren Bereich. Mein persönliches Fazit nun von dem gesamten Equipment, was du gesehen hast. In einer traditionellen japanischen Kampfkunstschule, so wie auch in Irish Stick Fighting, benötigst du eine Vielfalt von Übungsequipment. Eines davon ist dieser Rathansstock. Ich übe sehr gerne damit, da er sehr leicht, sehr kostengünstig ist. So ein Rathansstock wird zwischen 15 und 30 Euro kosten und ist aber sehr gut für unsere Übungen, für meine Übungen geeignet. Ich benötige circa jedes zweite Jahr einen neuen Rathansstock, den ich mir dann gerne selber mache. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, bitte gib uns einen Daumen hoch, teile dieses Video und abonniere bitte unseren Kanal. Wir geben dir mehrere Infos und mehrere
Möglichkeiten, Irish Stickfighting, Jiu-Jitsu oder Judo, einfach Stockkampfkunst zu erlernen. Ich danke dir vielmals für deine Zeit. Wenn du Fragen oder Wünsche hast, schreib es bitte unten in die Kommentare. Es würde mich sehr freuen.